Hallo Freunde der Sonne, es ist passiert. Wir sind unterwegs. Am 1. Dezember habe ich mich zusammen mit Solovino oder Riding Dog einfach in unseren gelben Van Ever gesetzt und wir sind nach Westen losgefahren. Und in diesem Video werden wir euch zeigen, wie wir Ever hoffentlich an die richtige Nachfolgeperson vermittelt bekommen und wie der Umstieg auf das Solarmotorrad dann am Ende funktioniert. Viel Spaß dabei! So hätte dieses Video eigentlich starten sollen, aber dann kam alles anders. In den letzten 4 Jahren, die ich jetzt nicht mehr wirklich reisen war, scheine ich wohl verlernt zu haben, was Reisen eigentlich ist. Dass Dinge nicht so kommen, wie man sie erwartet. Und deswegen bin ich jetzt immer noch mit meinem Van unterwegs und in dem Video werde ich euch trotzdem zeigen, was bis jetzt alles passiert ist und warum der Van noch da ist. Tonight I'm going on a road trip, I'm packing my bags, I feel so good, I'm going to this place that's called love, where people speak from the abundance of heart. I'm ready for a change, I'm packing my bag cause it's no game, the love road it better be empty, cause I'm gonna tell us speed limits. On the road to love, I saw a rhino. It would not get up, so I hugged up. Wouldn't have to go, wouldn't have to go. There's a rhino on the road. Road. Vier Jahre, 4 lange Jahre ohne die Freiheit der Straße, ohne das Gefühl, die Welt im Vorbeifliegen zu erleben, ohne diesen Moment, in dem der Herzschlag beschleunigt, wenn sich der Horizont öffnet und ein neues Abenteuer beginnt. Eigentlich wollten Vino und ich schon längst mit unserem Solarmotorrad auf dem Weg nach Bangladesch sein. Doch nachdem sich der Reisestart verzögert und ich Osteuropa nicht mitten im Winter durchqueren möchte, haben wir die Pläne geändert. Erst einmal geht es jetzt Richtung Westen, mit Hund und Motorrad im Bus. Die Route führt uns mit dem Van durch Frankreich, Spanien und Portugal, bevor wir von dort aus dann endlich mit dem Elektromotorrad nach Bangladesch aufbrechen. Auch wenn es jetzt zunächst die falsche Richtung ist, fühlt es sich einfach großartig an, wieder unterwegs zu sein. Dieses Kribbeln, wenn man nicht weiß, wo man am Morgen landet, wo man schläft oder was es als nächstes zu essen gibt. Genau das habe ich vermisst. Wir sind endlich wieder on the road. Der erste Morgen, an dem einen die Wellen des Meeres wecken. Der erste Moment, an dem mich ein Ort so beeindruckt, dass mir die Worte fehlen. Saint-Mont-Michel. In meiner Kindheit hing ein Gemälde dieses Ortes im Wartezimmer meines Hausarztes. Irgendwie hat es mich schon immer fasziniert. So sehr, dass ich mir damals geschworen habe, eines Tages hierher zu kommen. Und jetzt stehe ich hier. Aber dieser Ort ist für mich mehr als nur ein beeindruckendes Reiseziel. Ich hoffe, dass ich ihn als Symbol mitnehmen kann. Als Erinnerung daran, dass ich auf meinem Weg stabil bleibe. Trotz der Veränderungen, die jetzt anstehen, der Bus, der gehen wird, das E-Motorrad, das mein neues Zuhause sein wird und überhaupt nach all den Jahren an einem festen Ort bedeutet diese Rückkehr ins Nomadenleben eine riesige Umstellung. Doch dieser Berg trotz den Gezeiten. Und genauso will ich mich daran erinnern, dass ich, trotz all der äußeren Veränderungen, trotz der Ungewissheit, diesen Weg stabil gehen werde. Was sind eure Symbole im Leben? Was gibt euch Kraft und Stabilität?
einer Woche recht unbequem im Van und im Zelt bei Regen bin ich jetzt in der Nähe von Vigo in Spanien und habe eine nette Unterkunft bekommen, wo ich jetzt versuche, den Van zu verkaufen. Ever ist vielleicht bald weg, genauso wie die Sonne hier. Und ich freue mich, wenn es bald einfach aufs Motorrad weitergeht. Der Tag heute ist ein bisschen komisch gestartet. Als ich losgefahren bin, um mein Kabel in Vigo abzuholen, habe ich erstmal einen Motorradunfall gesehen. Hat mich doch nochmal erinnert, ein bisschen vorsichtiger zu fahren. Ein neues Kabel habe ich gebraucht, weil ich hier erstmal den Bus ausgeleert habe, mein Motorrad ausgeladen und alle meine Sachen. Nur eine Sache leider nicht, und zwar das Ladekabel fürs Motorrad. Irgendwo in den letzten 2 Wochen, die ich jetzt schon mit dem Bus unterwegs bin, muss ich dieses Kabel ausgepackt und nicht wieder eingepackt haben. Ja, ich habe zum Glück hier jemanden gefunden, der das auf eBay Kleinanzeigen verkauft hat. Ich bin dann dahin gefahren. Neben dem Ladekabel kehren auch meine Reiseskills Stück für Stück zurück. Reisen ist mehr als nur ein bloßes Gelangen von A nach B. Es ist eine Kunst, eine Sprache. Nach so langer Zeit fühlen sich die ersten Schritte fast ungewohnt an. Aber mein Körper erinnert sich langsam, aber sicher an das alte Können. Wie mache ich schnell ein Feuer? Wie viele Tage kann ich am Stück unterwegs sein, ohne eine Pause zu brauchen? Wie reagiere ich auf plötzliches Wetterchaos unterwegs? Und wo finde ich die besten versteckten Spots zum Wildcampen? Was im Gegensatz zum Ladekabel und den wiederkehrenden Skills allerdings immer noch fehlt, ist mein Motorradführerschein. Der sollte zwar bald per Post in Spanien ankommen, aber bis dahin fühlt es sich echt noch ein bisschen ungut an, wenn ich so einem Streifenwagen unterwegs begegne. Santa Trega. Eine alte keltische Siedlung, über 2000 Jahre alt. Hier lebten die Galaika, ein Volk, das den Wind, das Meer und die Natur verehrte. Heute stehst du zwischen alten Steinmauern und spürst die Vergangenheit. Hier in Spanien wollte ich dann versuchen, mal einen Bus zu verkaufen. Das hat sich aber herausgestellt, dass das in Portugal tatsächlich besser ist, weil die Einfuhrsteuer dort nicht existiert. Deswegen wird Ever jetzt noch ein Stück uns begleiten. Passt aber auch ganz gut. Ich will in Portugal, ein Stück weg von der Küste, wo es in den Bergen auch ein bisschen kälter ist, noch den Vorderreifen von meinem Motorrad tauschen. Deswegen fahren wir jetzt erstmal dahin. Da passt ganz gut, dass wir noch im warmen Bus schlafen können, wenn es mal kalt ist. Und dann schauen wir, dass wir danach den Bus so schnell wie möglich loskriegen. Weihnachten in euer Spanien.
Ein Ort, der für Kultur und spektakuläre Sonnenuntergänge bekannt ist. Doch für mich war Weihnachten nie etwas Besonderes. Außer diesem einen Mal, dem Weihnachten, an dem ich Vino kennenlernte. Aber das ist eine andere Geschichte. Dieses Jahr war anders. Mein 3. Weihnachten im Ausland, aber diesmal allein. Herzlich willkommen in Porto. So, nachdem das Holz geholt ist, das Feuer fürs Abendessen steht, mache ich mich jetzt mal ans Kochen. Heute gibt's Samreis. So, heute ist Samstag. Und ich habe Mario kennengelernt, der Custom-Motorräder macht. Wir haben uns 3 Stunden unterhalten, was jetzt an dem Motorrad noch gemacht werden muss an meinem oder was sinnvoll ist. Am Montag werde ich zu ihm in den Shop fahren und wir laden das Motorrad mal aus und schauen genauer, was wir dann alles machen können. Da werde ich dann auch die nächste Zeit verbringen. Jetzt bin ich erstmal übers Wochenende hier auf einem Berg, wo ich jetzt die nächsten 2 Tage campen werde. Und gerade als ich ausgestiegen bin, habe ich festgestellt, ich habe meinen Tabak verloren. Das heißt, das werden jetzt die ersten 2 rauchfreien Tage seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin gespannt, wie das so auf die Stimmung schlägt, beziehungsweise wie es mir in diesen 2 Tagen ergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, nachdem es auf dem Berg letzte Nacht zwar sehr schön war mit der Kirche und dem tollen Blick, hat mich die Sucht nach Tabak dann heute doch wieder in die Stadt gebracht, wo ich jetzt ein paar Stunden meine Powerstation wieder vollgeladen habe. Und jetzt checken wir mal noch ein bisschen die Innenstadt von Pombal aus, schauen, ob ich vielleicht eine SIM-Karte hier in Portugal finde, mit der ich dann auch unbegrenzt Datenvolumen habe und die ganzen Videos dann hoffentlich auch noch hochladen kann, sodass ihr das dann auch seht. Silvester, die Nacht der Lichter, der Neuanfänge. Und für mich jedes Jahr die gleiche Mission: den besten Spot fürs Feuerwerk finden. Dieses Mal in meinem Van, geparkt mit dem perfekten Blick auf das organisierte Feuerwerk über der Burg von Pombal. Ein kleines Spektakel am Himmel, das für einen Moment alles andere vergessen lässt. Jetzt geht es zu Mario, um mein Motorrad etwas aufzupäppeln. Während er mir die Sturzbügel fürs Motorrad schweißt, verlege ich dafür die Steine für eine Regenabflussrinne bei den über 90-jährigen Nachbarn. Als sie das mitbekommen, werde ich direkt erstmal zum Essen eingeladen. Super süß, aber wollten mich nicht gehen lassen, ohne einen zweiten Teller zu essen. Jetzt bin ich viel zu voll, um wieder arbeiten zu gehen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal eine Runde mit Vino spazieren und dann geht's weiter hier. So, that
das ist alles, was wir heute geschafft haben. Ist okay. Nach fast einem Monat Reisen und knapp 2000 Kilometern Richtung Süden ist es leider immer noch kalt. Es ist zwar deutlich wärmer als jetzt in Deutschland, aber so 4, 3, 2 Grad in der Nacht sind halt irgendwie trotzdem unangenehm, vor allen Dingen da die Nächte auch hier im Winter einfach ziemlich lang sind. Deswegen ist es leider jetzt noch nicht möglich, auf Solarmotorrad umzusteigen, weil einfach zu wenig Sonne da ist und es mir auch, ja, ich mag ein Weichei sein, ein bisschen zu kalt ist im Zelt und wenn ich den Bus schon noch habe, ihn auch sehr gerne als zusätzliche Wärmeschicht nutze. Plan da jetzt auch vielleicht so einen kleinen Ofen einzubauen, so einen Teelichtofen. Da habe ich mir mal Teelichte gekauft. Und so eine Keramikschüssel. Und probiere jetzt mal, wie das den Bus vielleicht ein bisschen wärmer macht. Der Kerzenofen hat die ersten beiden Nächte mehr so weniger bis gar nicht geholfen. In der zweiten Nacht ist dann auch noch die Tonschale gebrochen. Und dann habe ich einfach statt der Tonschale meinen Topf mit ein bisschen Wasser draufgestellt über die Kerzen. Und es war einfach gefühlt 8 Grad wärmer. Das war es auch schon wieder mit dem ersten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt mir gerne. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wenn es hier bald weitergeht. Jetzt bin ich in Pombal. Hier passieren spannende Dinge. Mit dem Motorrad, lasst euch überraschen, gibt es bald was zu sehen und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, die erste Elektromotorrad-Weltreise zu unterstützen, dann bitte ich euch einfach, das Video mit Freunden zu teilen, Menschen, die ihr kennt, wo ihr sagt, hey, die könnten sich für so einen Scheiß interessieren. Einfach mal auf den Share-Button drücken und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne auch auf Gefällt mir drücken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bevor ihr jetzt wegschaltet, nach dem Abspann habe ich noch ein Gedicht zum Thema Reisestart für euch. Bleibt dran, schaut es euch an, viel Spaß dabei. Noch ein letzter Blick zurück. Die Straßen, Felder, all die Orte, die mir vertraut, die Heimat sind. Jetzt rufen neue Horizonte. Der Zug rollt los, die Welt verschwimmt. Das Alte fließt in weite Ferne. Der Horizont wird groß, wird breit. Doch manche Herzen bleiben mir sehr nahe. Mit jedem Kilometer wächst das Leben, frei, aus engen Bahnen. Die Kette fällt, die mich gehalten. Ich darf mich selbst neu hinterfragen. Und mit der Ferne wird mir klar, mein Blick war klein, die Welt so riesig. Was einmal hier begann, trägt mich zu Träumen, groß und grenzenlos.